Ja, Gott segne dich. This is Pastor James Kimani from Christushaus Allgäu in Immenstadt in Germany. Und ich habe ein Wort vom Herr, dich zu ermutigen. Und ich glaube, dass du wirklich gesegnet sein. Ich bete noch. Heiliger Geist, ich bete, dass heute du willst mir als eine Gebete benutzen, meine Geschwister zu ermutigen. Danke, Herr, für was du hast in mein Herz gegeben. Und ich bete, dass dies will klar zu meinen Geschwistern kommen in Jesu Namen. Amen. Ich muss sagen, dass ich habe eine gute Zeit gehabt, auch mit diesem Coronavirus. Ich kann nur wirklich sagen, ich bin dankbar, dass der Herr hat dies geschützt und dass wir sind so weit gekommen, fast 1,5 Monate quarantiert, aber wir bleiben gesund, wir bleiben versorgt. Ich kann sagen, ich bin sehr, sehr dankbar. Und heute Morgen, ich habe einen Traum gehabt vom Herr und ich glaube, dass dies ist der Basis, der Fundament für mein Wort heute. Und dies kommt klar vom 1. Timotheus, die Stelle, dass wir vielleicht viele von uns kennen, 1. Timotheus Kapitel 2. Und ich will lesen vom Vers 1 bis 3. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen beten, Gebete, Fürbeten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in alle Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Vers 3. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Amen. Ich bin überzeugt, dass vielleicht nicht Gebet ist eine Dinge, der ist so niedergesetzt. Ich glaube, dass die Gemeinde Jesus heute hat noch nicht erkannt die Kraft, der kommt vom Gebet. Die Bibel sagt, dass wir sollen beten, ohne zu aufgeben oder unterlassen. Und die Bibel sagt, dass zum Beispiel Elia war ein Mensch wie uns und er hat eins gebetet und die Bibel sagt, dass die Sonne, der Himmel war geschlossen und es konnte keine Regen gekommen für 3,5 Jahre. Und er hat noch einmal gebetet und der Regen ist gekommen. Und wir wissen, was Gebet in der Bibel gemacht hat, aber vielleicht viele von uns haben nicht wirklich Offenbarung, wie kraftvoll Gebet ist. Vielleicht bevor ich erzähle meine Träume, ich will ein bisschen erklären, weil meine Träume war in Kenia, meine Herkunftsland. Und ich will ein bisschen sprechen über die Politikersystem, das wir oder die Politikersituation, das wir jetzt in Kenia haben. Wir haben in Kenia einen Präsident, der heißt Uhuru, und sein Vizepräsident heißt Ruto. Und sie haben beide in Kenia für die letzten 7 Jahre regiert. Und ich kann sagen, sie sind wunderbare, gute Leute, gute Leitung. Sie haben Kenia gut gebracht und wir sind dankbar für diese Leitung. Aber vielleicht für eine Zeit von einem Jahr oder so, der Präsident, der heute da ist, er ist nicht gegangen, wie die Gemeinde Jesus erwartet. Der Präsident selber ist katholisch und ich habe nicht etwas gegen Katholische. Aber ich wollte sagen, dass sein Vizepräsident ist sehr starke Gläubiger. Seine Frau ist eine starke Fürbitter. Und alle Gemeinden, alle evangelischen Gemeinden, sie haben gewartet für die Zeit, wenn dieser Präsident, der da ist, in 2022, wenn er ist fertig mit seinen 2
Terms, wenn er kann nur in Kenya für 10 Jahre regieren, vom die Grundgesetz. Und dann, wir haben alle erwartet, dass seine Vicepräsident oder seine Vizepräsident will dann für 10 Jahre regieren. Und so für die Gemeinde Jesus, dies war eine große Erwartung. Aber die Probleme ist, dass Kenya ist so divided, ist so geteilt. Eine Teil von den Tribes, von den Stämmen, die da sind. Und der Präsident und seine Vizepräsident, sie sind nur vielleicht eine halb das Kenya, sie sind vom halb Kenya geliebt. Und die andere halb ist so isoliert, ja, die sind isoliert, die sind nicht da. Und der Präsident hat einen Plan, dass er will die ganze Land zusammenbringen. Und deswegen hat so die Opposition-Leute gegangen. Er hat versucht, die Opposition in die Staat und in der Government zu bringen. Und das ist nicht gut gegangen mit dem Vizepräsident, weil als die Opposition ist in die Regierung gekommen, das bedeutet, das war großer Gefahr, dass vielleicht der Vizepräsident nicht so einfach zur Regierung kommen. Und für die Gemeinde Jesus, sie war auch sehr enttäuscht vom Präsident. Und sie haben angefangen, gegen den Präsident zu beten oder vielleicht nicht ganz gegen, aber sie haben so viel für den Vizepräsident gebetet und sie haben mehr mit dem Vizepräsident identifiziert und so wie gegen die Präsident. Und das ist nicht gut gegangen, weil der Präsident ist ein bisschen zurückgehalten und die Situation in Kenya ist ein bisschen unsicher. Und heute Morgen ich habe selber gesehen in einem Traum und ich war alleine mit diesem Präsident und wir mussten so lang laufen, aber niemand war mit uns. Und ich habe gesehen, dass der Mann war einsam. Und er war nicht so enttäuscht, er war ein guter Mann, er hat gelacht in den Träumen, aber ich konnte spüren, dass er spürt diese Isolation, er ist isoliert, er ist alleine. Aber ich bin mit ihm gegangen und ich war da, meine Frau war auch da und wir sind mit diesem Mann gegangen bis das Ende. Und wir haben gesehen, dass er ist zu Hause gekommen oder in den Palast gekommen und wir waren ganz zufrieden. Und als ich bin aufgewacht, der Herr hat zu mir gesagt, die Gemeinde Jesus in Kenia hat einen großen Fehler gemacht. Sie betet nicht genug von dem Präsident, weil sie sind enttäuscht von seiner Entscheidung. Und jetzt die Teufel bekommen ein Loch in das Land. Und das ist der Grund, dass ich will heute für uns alle beten. Wir müssen alle wissen, dass wenn die Regierung unter Gottes Herrlichkeit kommen, unter Gottes Autorität kommen, ist eine große Segnung für alle in das Land. Paulus hat uns in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 1 bis 3, wo ich habe gelesen, uns ermutigt. Er hat gesagt, wir sollen für alle Menschen alle Zeit beten. Aber nicht nur für alle Menschen, besonders für die regiert. Die Regierung, wir sollen für diese Leute besonders Gebet machen. Ja? Und wenn ich gucke, auch in Israel, das war immer so, wenn die Leute, die in der Regierung waren, gute Leute, das ganze Land ist gut gegangen. Wir wissen zum Beispiel in der Zeit von Mose, Mose hat die ganze Israel als Staat gegründet. Und in der Zeit von Joshua war ein guter Leiter auch, er hat das verheißene Land für Israel genommen. Und das war super. In der Zeit von David, in der Zeit von Salomo, der ganze Israel ist zu Vorstand gekommen. Das ganze Land war in Friede, weil die Leute waren göttliche, die Leitung war göttliche Leitung und sie waren auch gut Leiter. Aber in der Zeit, wenn sie haben schlechte Leiter, zum Beispiel in der Zeit von König Saul, sie war immer
subservient auf Englisch. Wir sagen, sie war unterordnen zu die Philisterleute, zu die Feinde. In die Zeit vom König Ahab, die Feinde waren überall und die ganze Land hat geleidet. Und ich kann sagen, dass wenn ein Land gute Leitung haben, das ist eine große Segnung. Und deswegen die Bibel sagt, wir sollen für die Leitung beten. Ich kann auch vielleicht ein bisschen mehr Stück weiter sagen, dass wenn ich gucke, zum Beispiel in Afrika, unsere Länder, die da sind, unser Nachbarland von Kenia, Ruanda zum Beispiel, hat eine wunderbare Leiter, heißt Kagame, und er hat Ruanda als ein wunderbares Land gemacht. Und er ist eine gute Leiter. Oder Museveni in Uganda, er hat eine Frau, die betet so viel und Uganda ist gut gegangen, weil sie haben gute Leitung. Und ich kann sagen, auch in Deutschland, alle sind begeistert von unserer Leiter hier, Soda. Ich denke, er ist eine gute Leiter. Und ich glaube, dass Bayern will gut gehen, weil wir haben einen guten Ministerpräsident. Oder Angela Merkel, sie ist eine gute Leiter. Immer wenn wir gute Leitung haben, ist ein großes Segen. Und die Bibel sagt, wir sollen für diese Leitung beten, sodass wir können auch in Frieden leben. Die Leitung kann schlechte Entscheidungen treffen und kann unser Land auch zu Krieg bringen. Und das bedeutet, viele junge Leute sterben sich oder schlechte wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Und das kann auch ein Problem sein für uns alle. So, aber wir sollen für diese Leute beten. Die Bibel sagt, Jesus hat uns gelehrt, wie wir sollen beten. Er hat gesagt, wenn wir beten, wir sollen beten, dein Reich kommt, deine Will geschieht, wie im Himmel, es sollen hier auf der Erde sein. Und ich glaube, das ist so wichtig. Es ist wichtig für uns zu wissen, dass die Beste, der kann in unser Land kommen, ist, was ist geplant im Himmel. Wenn unser Land kann wie im Himmel sein, denn unser Land kann wirklich gesegnet sein. Ich habe ein Wort gelesen in 1. Samuel Kapitel 10 und ich will dieses Wort für uns lesen. 1. Samuel Kapitel 10 und ich will lesen Vers 6 bis 7. 1. Samuel, ein bisschen windig hier. 1. Samuel Kapitel 10 und ich will Vers 6 bis 7 lesen. Die Bibel sagt, da wird der Geist des Herrn über dich kommen, sodass du mit ihnen weissagst, und du wirst in einen anderen Mann verändert werden. Wenn dann diese Zeichen für dich eingetroffen sind, so tu, was deine Hand vorfindet, denn Gott ist mit dir. Die Bibel sagt, dass über diesen Mann, König Saul, dass Samuel, der Prophet Gottes, hat mit ihm gesprochen, hat gesagt, er will zu eigenem Platz kommen, wo er will Propheten treffen und sie will Weissagen machen und er will mit diesen Leuten Prophezie oder Weissagen machen. Und die Bibel sagt, der Geist Gottes wird auf ihm kommen und nach dieser Zeit, er will verändert sein und er wird ein neuer Mensch sein. Und was dies bedeutet, ist, dass wir müssen wissen, dass unsere Leitungen sind nicht gut, nur gut, weil sie sind gut geboren, aber sie sind gut, weil etwas kann in sie kommen, ihnen gut zu machen. Zum Beispiel mit König Saul, wo die Bibel sagt, als der Heilige Geist auf ihm gekommen ist, er ist verändert sein. Er ist zu einem neuen Mann gemacht. Und was die Bibel sagt, er konnte viele Dinge machen, weil Gott mit ihm war ab dieser Zeit. Wenn David Sünde gemacht hat, die einige Gebete, er hat gebetet, ist, Herr, mache nicht raus deinen Geist von mir. Nehme nicht deinen Geist weg von mir nicht. Nehme nicht deinen Geist von mir aus. Do not take away your spirit from me.
Und ich glaube, David hat eine Offenbarung. Er wusste, dass er hat null gut gemacht, weil der Geist Gottes war auf ihn. Und wenn wir beten für unsere Leitung, wir sollen für sie wirklich beten, dass sie sollen unter Gottes Heiliger Geist kommen, dass alle Entscheidungen, dass sie sollen sich treffen, sollen geleitet vom dem Heiligen Geist. Und ich glaube, das ist unser Teil als Gemeinde Jesus. Wenn wir für unsere Leitung beten, dass sie kommen unter den Einfluss vom dem Heiligen Geist, ich glaube, die sollen uns gut leiten. Und das ist möglich. Aber wir müssen auch vorsichtig sein, wenn wir nicht für unsere Leitung beten. Es gibt immer die Möglichkeit, dass der böse Geist will über sie kommen und sie will schlechte Entscheidungen treffen. Und das bedeutet, dass uns als Gläubige, wir sollen leiden und auch und auch das ganze Land will nicht gut gehen. So, das ist für unsere Verantwortung, dass unsere Leitung unter Gottes Heiliger Geist zu bringen. Und wir beten nicht für diese Leitung, weil sie sind gut. Wir beten für die, weil sie haben Autorität. Und wenn wir beten für sie, ob sie sind gut oder schlecht oder ob sie haben gute Entscheidungen getroffen oder nicht, wir sollen sie unter Gottes Macht, unter Gottes Heiliger Geist bringen. Und wirklich, wir sollen gesegnet sein. Unser Land sollen auch zu Vorstand kommen. Das ist immer so, dass die Regierung spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle in das ganze Land. Aber lassen uns nicht denken, dass die Leitung ist nur die Könige und die Ministerpräsidenten. Nein, nein, nein. Wir beten für Leitung auch in unserer Gemeinde. Ich habe in der Gemeinde gesehen, dass wenn wir beten für unsere Leitung, der Heilige Geist kommt über die Leitung und sie können die richtige Entscheidung für die Gemeinde treffen. Aber ich habe gesehen, dass oft, wenn wir etwas sehen in unserer Gemeinde, der nicht gut ist, wir beschweren uns, wir kritisieren alles. Und das ist nicht, wie wir sollen reagieren. Wir sollen für unsere Leitung in unserer Gemeinde beten. Ganz sicher, wir sollen sie korrigieren, wenn sie falsch weggehen. Aber es gibt so viel, der kann kommen, auch wenn wir vielleicht nicht viele sagen, aber wir Zeit nehmen, für unsere Leitung in die Gemeinde zu beten. Aber nicht nur in die Gemeinden. Ich glaube, dass wenn du nicht für deinen Arbeitsplatz wirklich beten, die Teufel will da kommen und dein Leben wird sehr schwierig sein. Viele Leute sind enttäuscht, weil sie sehen, dass die Chef ist gegen sie oder etwas geht nicht gut oder du bekommst nicht deine Promotion, das du hast schon verdient. Aber du musst wissen, dass deine Leiter, wenn er nicht unter Gottes Heiliger Geist ist, vielleicht er ist unter der Teufelsgeist ist, und der Teufel hat Hass gegen dich, er hat etwas gegen dich, weil du hast Jesus in dir und du betest. So, der Teufel will versuchen, gegen dich zu kommen durch deine Leiter. Deswegen die Bibel sagt, du musst für die Leitung in deinem Arbeitsplatz beten. Wir müssen für unsere Familien beten, dass der Heilige Geist Kontrolle über alles übernommen. Und wir müssen für unsere Stadt, den Bürgermeister, beten, dass er konnte die richtige Entscheidung treffen. Weil die Bibel sagt, wenn die Leitung die richtige Entscheidung sich treffen, denn wir sollen auch in Vorstand kommen, wir sollen auch in Friede leben. Und das ist eine Gottes Gnade, das ist eine Gottes Versprochen. Ich erinnere die Zeit vom Richter, in die Zeit von Deborah, in Deborah Kapitel 5. Und ich will etwas lesen vom Richter Kapitel 5, die Geschichte von Deborah, Richter Kapitel 5. Richter Kapitel 5 und ich will Vers 5 lesen. Vers 2. Richter Kapitel 5 und ich will Vers
Vers 2 lesen. Das Führer anfühlten in Israel, dass sich das Volk Willingen zeigte, dafür preist den Herrn. Die Bibel sagt hier, dass wenn die Leitung leitet, wenn die Volker, die Leute folgen, was die Leitung sagt, dieser Mann, der hat dies gesprochen, hat gesagt, dann preist dem Herrn. Es ist so wichtig, dass wir Leitung haben. Vielleicht du kannst denken, dass deine Leiter ist nicht so gut Leiter, aber glaube mir, ist besser eine schlechte Leiter als ohne eine Leiter. Leitung spielt sehr wichtige Rolle in unserem Leben. Und die Bibel sagt, dass alle Leitung ist von Gott ordiniert. Und wenn sie leitet und wir sie unterstützen und folgen, was sie sagen, das ist eine große Segnung. Und ich kann nur uns ermutigen, lasse uns wirklich für unsere Leitung beten, für die Politiker, für die Leute in Politik, für unsere Politikerleitung, für unsere Gemeinden, in unserem Arbeitsplatz, überall, wo es gibt Autorität. Auch für die Frauen. Du musst nicht immer gegen deinen Mann beschweren. Du kannst auch für diesen Mann beten, weil er hat geistliche Autorität in deiner Familie. Kinder, du sollst für eure Eltern beten, weil sie haben etwas Autorität. Und wenn sie kommen unter Gottes Heiliger Geist, sie konnten die richtige Entscheidung treffen. Und dies will für deinen Wohlstand, auch für deine Friede. So heute, das ist mein Wort für Ermutigung, dass die Bibel sagt, wir sollen für alle Leute beten und besonders für die, die in Autorität sind, dass wir können in Friede leben. Und Gott segne dich. Ich will ein Kurzgebet machen. Vater, vergebe uns, wenn wir haben gegen unsere Leitung beschwert und wir haben vergessen, dass du hast eine Lore uns gegeben, dass wir sollen für sie beten. Ab heute ist bete, dass du willst uns leiten, wie wir sollen beten für unser Land hier in Deutschland, für alle anderen Länder, du hast uns gegeben, für unseren Arbeitsplatz. Wir beten jetzt, dass du willst alle die Sünde in unserem Land, in unserem Arbeitsplatz, in unserer Familie vergeben. Und Herr, dass wir sollen unter Jesus Blut kommen, unter Gottes Heiliger Geist kommen. Und Herr, dass wir so beten, wie du hast zu uns geredet, dass dein Reich kommt zu unserem Land, zu unserer Familie, zu unserem Arbeitsplatz. Dass dein Reich kommt, deine Will geschieht, wie im Himmel sollen über uns sein. In Jesus Christus Namen. Amen. Sei gesegnet, ein sehr gesegnet Wochenende. Amen.